Hallo, willkommen bei Planeo. Mein Name ist David Fuchs und ich möchte Ihnen heute das Thema präsentieren: Ausgleichen eines Bodens, in diesem Falle eine Fliesenoberfläche, weil die Fugen viel zu groß sind. Wir möchten das ausgleichen, weil wir hier einen Vinylboden verlegen wollen. Dieses Gebäude ist in den 80er Jahren errichtet worden und dementsprechend sind auch die Fliesen hier eingearbeitet worden. In dem Fall ist es eine recht starke Glasur mit einer abfälligen Kante. Das heißt, wir haben eine starke Wölbung an der Kante. Dadurch sind die Fugenbreiten so stark, dass sie weit über die Toleranz für den Vinylboden rausgehen und auch die Tiefe. Und gerade dann hat man einfach das Problem, wenn man jetzt einfach blind Vinylboden drauflegt, was ja von der Aufbauhöhe super funktioniert und auch von der Auflagefläche gut funktioniert, würden sich aber dann diese Fugenbilder rausdrücken und die sieht man später auf der Oberfläche. Damit Sie das Ganze verhindern, sollte man diese ganze Fläche einmal abspachteln und das wollen wir hier in diesem Falle machen. Wir haben folgenden Raum, wir haben einen Durchgang zur Terrasse, hier ist die Küche und auch gleichzeitig irgendwo ein Aufenthaltsraum und dann geht es hier rüber durch diesen Flurbereich ins Wohnzimmer und das Ganze ist durch zwei Bereiche miteinander verbunden und wir wollen das in einem Rutsch die gesamte Ebene ausgleichen, dadurch eine Gerade schaffen, die Toleranzen des Bodens ausgleichen, weil auch hier über die Jahrzehnte zum Teil die Fliesen im Estrich gebrochen sind, etwas runtergegangen sind, haben wir ja auch zum Teil ein paar Kanten an der Oberfläche und dann können Sie das Ganze nur entweder die Fliesen rausbrechen, also rausstemmen oder einmal in einem Rutsch fachgerecht abspachteln, eine neue Ebene drauf bekommen, eine glatte Ebene drauf hinbekommen und das wollen wir in diesem Video einmal zeigen. Wir gehen jetzt folgendermaßen vor: Die Küche wird ausgebaut, die Küchenzeile von unten wird ausgebaut, den Kamin lassen wir drinnen stehen, die Fußleisten werden wir alles komplett entfernen, die Möbel müssen raus und dann gehen wir rüber und wollen, weil es ja eine glasierte Oberfläche ist, wollen wir eine Haftung hinbekommen, das heißt eine Grundierung drauf bekommen. Bevor wir das aber wiederum machen, machen wir eine Grundreinigung und das wollen wir Ihnen dann Schritt für Schritt zeigen. Wir gehen in die Grundreinigung, die ganzen Fette über die ganze Zeit, die so kochen und alles laufen durch Gummisohlen, eventuell auf der Fliese noch da ist, die werden wir reinigen und dann gehen wir mit der Grundierung drauf und wenn wir das gemacht haben, werden wir dann die Vergussmasse, das Spachteln, das Aufspachteln und Abziehen der Ebene dann vorbereiten und auch durchführen. Wir haben jetzt die Oberfläche gereinigt, wie Sie es gesehen haben, schön mit der Maschine auch, sodass auch alles, was über die Jahrzehnte auf den Fliesen draufgekommen ist, nicht mehr abgegangen ist durch die wöchentliche Reinigung, eben auch mit dieser Art und Weise wirklich entfernt werden kann. Die Oberfläche ist jetzt getrocknet, auch die Fugen, das ist ganz, ganz wichtig und jetzt wollen wir übergehen zu der Grundierung. Zu der Grundierung möchte ich hier in diesem Falle auch sagen, bleiben Sie bitte im System eines Herstellers, mit der Spachtelmasse ist am besten und vor allem, Sie sollten unbedingt auch prüfen, was Sie halt für eine Oberfläche haben. Ist sie saugfähig? Ist das ein kritischer Untergrund, so wie hier? Wir haben ja eine glasierte Fliese und müssen eine spezielle Grundierung haben, die dafür zugelassen ist. Und das muss halt eben geklärt werden. Wenn Sie da nicht genau wissen, was das jetzt für eine Oberfläche ist und Sie können das nicht wirklich beurteilen und Sie haben jetzt nicht unbedingt einen Handwerker an die Hand, melden Sie sich bei uns. Wir klären das, versuchen das auf den Grund zu gehen und dann halt eben auch dementsprechend mit unseren Spachtelherstellern auch einfach zu klären, welche Grundierung man dann nehmen kann in Ihrem Falle.
Wir gehen jetzt über, wollen die Oberfläche grundieren, das werden Sie jetzt sehen und dann gehen wir in den nächsten Schritt. Nach der Grundierung gehen wir in die Spachtelung. Die Grundierung ist jetzt ausgehärtet. Wir wollen jetzt mit den Spachtelarbeiten beginnen, mit dem Ausgleichen der Oberfläche. Hier nochmal dieser Hinweis, Sie müssen vorher geprüft haben, wie hoch eventuell die höchsten Stellen sind, damit man auch entscheiden kann, welche Spachtelmasse man nimmt. Da gibt es auch wieder genaue Angaben, bis wo oder wie stark man aufbauen kann, welches Produkt man halt eben bei der Spachtelmasse wirklich verwenden kann. Hier nehmen wir jetzt eine von 1 bis 10 mm, das heißt, dass ich bis 1 cm theoretisch auftragen kann streckenweise auch eben das Material mit einem zusätzlichen Gemisch auch bis 2 cm aufbauen, aber nähere Informationen kriegen Sie dann halt auch dementsprechend bei uns in der Beratung per E-Mail oder auch per Telefon. Da schicken Sie uns auf jeden Fall Ihre Anfragen rein. Wir wollen gleich mit dem Mixen beginnen. Zusätzlich noch ein paar Informationen. Sie sehen ja auch der Kamin bleibt stehen. Wir wollen drum herum arbeiten, weil er extrem schwer ist. Wenn Sie so eine Situation bei sich haben, dann können Sie durchaus mal solche Stellen auch eben stehen lassen. Sollte mal irgendwann rausfliegen, können Sie dann die Stelle später noch immer zusätzlich dann eben schließen mit einer Spachtelmasse. Das wäre kein Problem. Ganz entscheidend ist auch, dass Sie überall an den Stellen, wo Sie sehen, dass dort Löcher sind, vielleicht irgendwelche Bohrungen sind oder Kanäle rausgegangen sind durch Strom oder irgendetwas, bitte abkleben, sodass dann die Vergussmasse nicht rauslaufen kann oder hinter dem Estrich laufen kann. Das ist auch nochmal wichtig. Am besten halt eben überall stellen, vorher prüfen, abkleben und ganz entscheidend, das werden wir gleich nochmal machen, ein Dehnstreifen am Rand, sodass auch die Spachtelmasse nicht ganz dicht an die Wand drankommt. Das ist nicht nach Bauvorschrift. Damit wird die Akustik übertragen. Es reißt auch wieder. Das funktioniert nicht. Bitte den Streifen auch reinarbeiten. Das werden wir gleich auch noch machen. Entscheidend vielleicht auch an diesem Fall, wenn Sie selber machen oder arbeiten wollen, die Spachtelarbeit draufziehen wollen, holen Sie sich irgendwo diese Nagelschuhe, damit Sie halt eben auch auf dieser Fläche laufen können und die Ebene auch richtig schön abwalzen können mit so einer Nagelwalze, Lüftungswalze, dass Sie die gesamte Ebene wirklich entlüften. Das werden Sie dann auch in diesem Video sehen. Wir starten jetzt, machen die erste Mischung, gucken sich das genau an und dann werden wir jetzt eben den ganzen Raum schön abspachteln. Wir wollen jetzt die erste Mixtur machen und bitte unbedingt nach Herstellerangaben das Ganze auch genau sorgfältig durchlesen, sodass Sie halt den Wasseranteil und den Pulveranteil genau richtig mischen. Und ganz entscheidend ist jetzt ja auch, weil wir hier sehr viele Säcke verarbeiten, das heißt, wir werden sehr viele Mischungen machen, bitte immer gleich, damit wir nachher eine homogene Masse bekommen, die jetzt schön sauber ausfließt. Das heißt nicht, dass man auf der einen Seite einmal eine sehr dünne Schicht macht und dann wieder eine etwas dickere. Bitte immer gleich, bitte absolut nach Herstellerangaben, sehr genau lesen und dann kann man auch loslegen. Wenn Sie das schön durchgerührt haben, dann können Sie nochmal dieses Augenprinzip machen. Also so diese Flüssigkeit, also so in etwa sollte das so in der Konsistenz sein, dass das schön flüssig ist und auf gar keinen Fall, dass es schon zäh wird.
sonst verfließt es ja selbstverständlich nicht. Also so wie ich das jetzt Ihnen so zeige in etwa, dann haben Sie alles richtig gemacht. Das ist eine gute Mischung jetzt und wir legen jetzt los. Es ist wichtig, dass Sie schon von der ersten Mischung sofort anfangen, auch zu verteilen mit so einem Spachtel. Das ist so das erste Abziehen. Nicht zu fest, nicht zu dick, aber so in die Ecken, damit die auch Vergussmassen auch wirklich jeden Randbereich erreicht. Das ist ganz wichtig. So machen Sie das sofort von der ersten Mischung. Wir gehen jetzt auf die zweite über. Ecken sind schon abgezogen. Bevor ich jetzt die Nagelschuhe anziehe und auch die Nagelwalze, ziehen wir jetzt einmal überall die Vergussmasse drauf. Bitte in diesen ganzen Verfahren und bei diesen Teilabschnitten auch immer wieder dieses Entlüften der Masse nicht vergessen. Das machen wir jetzt mit dieser Nagelwalze oder Entlüftungswalze. Und jetzt kommen halt eben auch diese Schuhe zur Geltung, damit sie eben reinlaufen können. Mit den ganz normalen Arbeitsschuhen wäre das ja halt nicht möglich. Und so wälzen Sie jetzt die ganze Fläche ab. Man merkt es richtig schön, wie die Nägel jetzt da oder die Stacheln da reingreifen und die Entlüftung vornehmen. Und dadurch kriegen wir das Ganze auch noch ein bisschen nivelliert und vor allem entlüftet. Das ist ganz, ganz wichtig, damit Sie nachher auch eine saubere Oberfläche haben. Die Fläche ist jetzt abgespachtelt, man sieht es jetzt sehr schön, es reagiert jetzt auch, es härtet schon aus, es geht relativ fix, also das müssen Sie dann auch in einem Stück durcharbeiten, wie Sie es im Video gesehen haben. Vom Küchenbereich durch die 2 Durchgänge am Kamin vorbei, jetzt hier im Wohnzimmer. Jetzt haben wir ca. 2 Stunden Zeit, dann ist die Oberfläche schon so getrocknet, dass man da drauf gehen kann und dann sehen wir uns gleich wieder. Die Stunden sind vergangen, die Oberfläche ist schön abgetrocknet, das kann man jetzt richtig angenehm auch sehen im Ergebnis hier. Und wie Sie es im Video auch gesehen haben, hat es so einen Eindruck gehabt beim Abtrocknen, als wenn die Fugen diese Wendigkeit jetzt nach oben drückt und die Vergussmasse so einsackt. Hat überhaupt damit gar nichts zu tun gehabt, einfach nur den Hintergrund. Bei den Fugen ist das Austrocknen auch nach unten gegangen, weil es offenporig ist. Das heißt, die Feuchtigkeit wurde auch in die Richtung abgezogen und es ist einfach schneller trocken geworden. Und dadurch haben Sie dieses Gitternetz an der Oberfläche. Ist aber nur eine Zeitverzögerung, dass es bei der Fliese auch genauso passiert. Weil sie glasiert ist, zieht die Feuchtigkeit nicht nach unten, muss nach oben entweichen und jetzt nach ein paar Stunden sehen Sie das Ergebnis, das Gitter ist weg. Diese Optik ist weg. Prüfen Sie das Ganze nochmal mit so einem Richtscheit.
gehen Sie die Flächen ab. Auch hier gilt Toleranzen, größer bei 1 Meter von 3 mm nachspachteln. Wir haben ordentlich gearbeitet, Ergebnis stimmt. Jetzt kann man auch mit einem neuen Bodenbelag obendrauf. Jetzt können Sie ein Parkett kleben, Sie können einen Teppich drauflegen, Sie können Laminat drauf machen, Sie können auch ein Vinyl kleben oder halt eben, wie ich es hier auch zeige in den Paketen bei Planeo, Sie können das auch als Klicksystem nehmen. Mit einer ordentlichen Trittschalldämmung, ein ordentliches Vinylklick obendrauf. Ergebnis sieht fantastisch aus. Wir haben eine richtig, richtig angenehme Oberfläche. Ich hoffe, mit diesem Video Ihnen etwas Informationen an die Hand gegeben zu haben. Wenn Sie einen kritischen Untergrund haben, Fliesen, die außerhalb der Toleranzen sind, wo man einen Vinylboden draufkleben kann, dann können Sie mit diesem Verfahren des Abspachtelns eine richtig homogene Oberfläche bekommen, sodass Sie Ihren Bodenbelag oben drauf machen können. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns, rufen Sie an, wir sind für Sie da, per Chat, E-Mail oder als ganz normal am Telefon. Und ich hoffe, ja, dass wir Ihnen mit dieser Art der Videos weiter dienen können. Bis dahin alles Gute. Tschüss.